Wir machen jetzt zusammen eine Übungsroutine. Vanessa macht ihre Übungen und du kannst sie mitmachen. Und die ist für beide Knie. Wenn du also beide Knie beweglicher machen möchtest, entspannter machen möchtest, Schmerzen vorbeugen möchtest, wenn du Schmerzen hast und willst versuchen, was dagegen zu tun, dann ist diese Routine genau richtig. Wir fangen an, indem wir uns so auf die Matte setzen und beugen das linke Bein, so dass es mit dem Unterschenkel parallel zum Mattenrand liegt. Und jetzt nimm erst mal wahr, was hier sich abspielt, wenn der Fuß praktisch gestreckt wird und wenn der Knöchel, das ganze Schienbein auf dem Boden liegen soll. Es kann sein, dass es im Fußrücken schon ziemlich zieht. Dann winkel das noch ein bisschen an, dass du einen Winkel hast, dass du die Dehnung genau so einstellst, dass du sie gerade noch gut ertragen kannst. Wenn es geht, gehst du natürlich ganz runter. Und dann näherst du dein Gesäß so weit wie möglich dem linken Fersenbein an. Und nicht indem du dich daneben setzt, innen rein quasi, sondern indem du dich drauf zubewegst. Und vielleicht stoppt es schon hier und dein Knie sagt, oh, mehr verkrafte ich nicht und es zieht vielleicht hier. Dann bleibst du in der Position. Wenn es geht, gehst du direkt bis ans Fersenbein und hast praktisch jetzt hier das Knie vollständig gebeugt. Und jetzt wird es total wichtig, weil jetzt nehmen wir die ganze Aufmerksamkeit auf den Bauchnabel. Und jetzt ziehst du mal deinen Bauch nach hinten mit dem Bauchnabel. Vanessa, es geht jetzt darum, dass das Becken so, wenn es vorher so stand, sich nach so stellt, dass das Becken mitgenommen wird, während du hinten runter gehst. Beschreib mir, wie das für dich ist und ob du das nachvollziehen kannst. Ja, also ich merke das, dass das dann immer intensiver wird mit der Dehnung. Wo merkst du die Dehnung? Hier in der Genau. Oberschenkel. Von dem Bereich. Wirst du zu Hause auch genau dort merken wahrscheinlich. Vielleicht bis in die Leiste rein, vielleicht zieht es auch in den Rücken rein. Das kann sehr gut sein. Das ist dann ein gutes Zeichen, weil dann arbeitest du unserer Auffassung nach gerade noch oder zusätzlich noch gegen deine Rückenschmerzen. So, und jetzt geht es darum, nur mit dem Bauchnabel zurückzugehen. Und so wie der Bauchnabel zurückgeht, das heißt, das Becken mitgenommen wird, so gehen wir immer weiter in die Dehnung und gehen in den Bereich, dass hier die Dehnung gerade noch gut erträglich ist. Ja, und dann verharren wir. Du musst drauf gucken, ich sehe es von hier aus nicht so richtig gut, dass du nicht neben deinem Fuß innen abgesetzt hast mit dem Gesäß, mit dem linken, sondern dass du praktisch drauf bist, mehr oder weniger. Okay, und dann steigern wir das immer weiter. Nehmen das Becken voll mit, darum geht es. Ja? Du merkst, wenn du das Becken mitnimmst, dann zieht es sofort hier wesentlich deutlicher rein. Schön atmen, tief ein, tief ausatmen. Und immer so, wie es nachgibt, noch ein bisschen weiter reinlehnen. Und dann kommen wir langsam wieder raus und machen das Gleiche mit der anderen Seite. Ausgangsposition ist immer so und dann gehen wir nach links, beugen das rechte Knie, legen den Unterschenkel parallel zum Mattenrand, gehen dann mit dem Gesäß möglichst von oben aufs Knie, also aufs Fersenbein, möglichst nicht daneben setzen, sondern möglichst noch ein bisschen weiter rüber, dass es wirklich so ist gut. Das ist praktisch die Achse des Unterschenkels und die Achse des Oberschenkels, dass sie übereinander liegen direkt, dass sie nicht einen Winkel bilden. Und jetzt wieder Konzentration auf den Bauch. Und der Bauch geht zurück und nimmt das ganze Becken mit. Und dann merkst du direkt, wie es hier anfängt reinzuziehen, in den vorderen, meistens oberen Oberschenkel. Und dann geht das Dehnen los. Und das Schöne beim Dehnen ist immer, die Zeit macht's. Was wolltest du sagen? Ja, dass es hier intensiver ist, weil das ist ja das operierte Knie, was jetzt gerade da noch halt auch ruhig gestellt war für ein paar Wochen. Und da merke ich das noch, dass da die Beweglichkeit noch nicht so da ist. Der Vorteil bei der Übung ist, dass man von der Positionierung des Körpers her einigermaßen
ja, bequem ist, würde ich fast sagen. Ja, man sitzt so und hat alles unter Kontrolle. Von der Funktion ist es die gleiche, wie wenn du auf dem Bauch liegst und die Ferse zum Gesäß ziehst. Der Vorteil der anderen Übung ist, dass du erstmal in die leichte Überstreckung gehst und dann den Fuß ranziehst. Und hier sind wir ja mit dem Fuß erst am Gesäß und gehen dann in die Überstreckung der Hüfte. Und das muss halt geübt werden, ja. Aber für dich zu Hause, probier es mal aus und guck auch, wie du damit klarkommst. Und dann machst du am besten immer die Übungen dann, mit denen du am besten umgehen kannst. Ja, und während wir hier uns unterhalten, immer wieder ein bisschen weiter. Du merkst da, wie es nachlässt und dann immer ein Stückchen mehr mit dem Becken nach hinten gehen. Schön atmen dabei. Und dann wieder langsam rauskommen, wenn die 2 bis 2,5 Minuten rum sind. Und jetzt machen wir noch mal eine Variante, die ist ein bisschen anspruchsvoller, die spart aber Zeit. Gerade wenn beide Knie was abbekommen sollen. Geh mal bitte in den Vierfüßler. Und jetzt ist es ganz gut, beweg mal so ein bisschen, nein, nicht so das Gesäß bewegen, sondern du rutschst mal mit den Knien auf dem Boden ein bisschen nach außen und innen und dann von oben nach unten. Das hat den Vorteil, das sortiert die ganzen Faszien dort ein bisschen und die Kniescheibe. Und es wird alles noch mal ein bisschen durchbewegt. So, und jetzt setz dich mal nach hinten. Und jetzt machen wir das, was wir eben für die einzelnen Beine gemacht haben, mit beiden zusammen. Ja, also geh auch nicht mit den Knien so weit auseinander, komm noch ein bisschen mehr nach innen, vielleicht noch ein Stückchen mehr, dass die Oberschenkel so parallel eigentlich sind. So, und jetzt das Gleiche. Bauchnabel geht nach hinten und das Becken wird mitgenommen. Ja, und immer schön langsam weiter nach hinten gehen. Aber das Becken mitnehmen. Schau mal, du musst das Becken, genau, das Becken muss mit. Also schön genau, weil dann hast du hier auf der Oberseite der Oberschenkel oder auf der Vorderseite richtig schön Spannung drauf. Ja? Und es ist wichtiger, das Becken mitzunehmen, als das Becken oben zu lassen und sich dann irgendwie abzulegen. Davon hast du nichts mehr, weil dann ist die Dehnung eher im Rumpf drin, als dass das Becken mit nach hinten genommen wird. Und sehr intensiv, ja. Dann ist es genau das, woran es auch bei dir gehängt hat. Geh nochmal mit den Knien etwas näher zusammen, bitte. Ja, und bleib mal so. Extrem gerade. Pass mal auf, ich halte mal fest, dass sie nicht auseinandergehen. Und jetzt geh mal nach hinten, aber nimm das Becken mit. Nimm das Becken mit, also zieh praktisch dich am Schambein praktisch mit nach hinten. Bauchnabel einziehen. Und jetzt merkst du, du wirst wahrscheinlich noch mal intensiver sein. Sehr intensiv. Ja, das ist, glaube ich, schon zu viel. Geh mal ein bisschen raus wieder, dass du genau deine Grenze bekommst. Und da müsstest du dann arbeiten. Und ich glaube, dass das auch genau dieser Strang ist, dieser Fasziale, der bei dir zu diesem Patellaspitzensyndrom geführt hat. Weil ich merke, wie deine Knie auseinander wollen, wenn du nach hinten gehst. Und das ist ein Zeichen dafür. Ne? Ja. Also du könntest auch zu Hause dann einen Gürtel drum machen vielleicht um die Beine, dass die wirklich zusammenbleiben, sodass du dich voll darauf konzentrieren kannst, das Becken mitzunehmen und dann immer weiter nach hinten zu gehen. Ja. Soweit zur ersten Übung. Jetzt geht es um die Beinrückseite. Genau genommen, es geht um die Waden. Da hattest du ja eh schon gesagt, dass es da wahrscheinlich hängt. Ja? Jeder kennt die gute alte Wadenübung. So praktisch davor, Bein gestreckt. Meistens wird sie falsch gemacht, davor warne ich total. Meistens wird sie so gemacht, dass der Fuß mehr oder weniger nach außen gestellt wird. Und dann ist die Wirkung zu 80 zu 70% weg. Also der Fuß muss, erste Voraussetzung, wirklich senkrecht zur Wand zeigen. Und dann würdest du runtergehen. Aber wenn du nichts hast, kein Hilfsmittel hast, kein Buch hast, dann mach es so. Aber wenn du ein Buch hast, dann leg ein Buch der entsprechenden Dicke unter, sodass der Vorfuß oben ist und geh dann und dann merkst du, hast du viel mehr Power in der Dehnung drin und musst nicht so weit nach hinten ausweichen, weil dann ist der Schwerpunkt des Körpers zu weit vom Dehnungspunkt weg. Besser ist immer, wenn die ziemlich senkrecht aufeinander sind. Wir machen das mit dem Hilfsmittel.
Wir legen das hin. Vanessa macht am besten mit. Jetzt müssen wir erstmal den richtigen Abstand wählen. Der sollte so sein, dass du, wenn du jetzt das Bein streckst und dich draufstellst, das rechte Bein voll durchstreckst im Knie, nach vorne gehst, dass du etwa hier schon eine deutliche Dehnung merkst. Ja? So, und der Vorteil ist jetzt, du kannst dich praktisch nach vorne bewegend mit dem Becken in die Dehnung bringen. Du merkst das in der oberen Wade. Beschreib mal, wie das bei dir ist. Also und voll durchstrecken. Ganz extrem. Voll durchstrecken. Du merkst ganz extrem die Dehnung. Ja, ganz extrem. Dann hast du da ein Defizit. Aber Gefahr erkannt, dann ist sie gleich gebannt. So ungefähr heißt das doch, gell? Weil mit der Übung kriegst du es wunderbar hin. Das Knie muss aber sichergestellt voll gestreckt sein. Das bedeutet, man kann es manchmal nicht so richtig fühlen. Geh noch mal ein bisschen zurück, streck's jetzt aktiv durch, knöchern durch. Und dann gehst du langsam wieder nach vorne, stellst am besten den linken Fuß ein bisschen vor und dann kannst du ihn beugen und kannst immer weiter in die Dehnung reingehen. Und dann merkst du ja, das ist Hardcore. Ja? Und du kannst auch Folgendes machen, Vanessa. Du kannst die Hände ein bisschen höher nehmen, weil jetzt kannst du deine Schwerkraft nur unterstützen. Weil du kannst jetzt, wenn du die Wand nach oben wegschiebst quasi, ja, dann hast du den Druck direkt auf der rechten Ferse. Merkst du? Ja. Da kannst du richtig schön reindehnen. Ja. Und das machen wir jetzt auch noch einen kleinen Moment. Wir haben ja schon einiges gemacht. Immer weiter nach vorne gehen. Und wenn du merkst, deine Ferse will abheben, dann drückst du die Wand nach vorne oben weg, stabilisierst wieder die Ferse auf dem Hilfsmittel. Und dann gehen wir langsam raus. Fühl mal rein und spür mal. Ist nicht verrückt? Ja, dass es sofort viel leichter ist. Ich meine, die Übung vorhin war auch schon, aber das macht ja nochmal eine ganz deutliche Wahrnehmung, gell? Jetzt machen wir das gleiche mit der linken Seite. Linker Fuß stellt sich drauf. Wieder erstmal das Knie voll durchstrecken, wirklich knöchern, bin ich gestreckt, okay. Und dann langsam nach vorne gehen und dann merkst du gleich wieder ganz deutlich. Aber dadurch, dass wir diese Übung machen, haben wir das nochmal gut bewiesen bekommen von deinem Körper, dass da wirklich bei dir der Engpass ist. Ja? Schön, immer weiter nach vorne kommen. Tief ein- und tief ausatmen. Aber nicht übertreiben, gell? Du musst trotzdem in dem Bereich bleiben, wo du es gerade noch gut ertragen kannst. Aber wenn die Waden verkürzt sind, dann räumt diese Übung mit diesen Spannungen ums Knie rum dermaßen auf. Das wirst du auch zu Hause, glaube ich, gut spüren, wenn du mit uns mitmachst. Wir haben noch ein bisschen Zeit, steigern das noch ein bisschen mehr. Immer wieder zwischendurch gucken, ist wirklich das Knie vollständig durchgestreckt? Aber bist an der Grenze, ich höre es an deinen Geräuschen. Okay, und dann gehen wir langsam wieder raus. Lauf mal ein paar Schritte, fühl mal rein. Krass. Beschreib mal, was krass ist. Die Waden fühlen sich auch viel leichter an, also so ein leichteres Gefühl. Das ist ja was ganz, ganz oft gesagt wird, ganz häufig geäußert wird. Es ist alles so leicht plötzlich. Und leichte Knie sind Knie, die sich wohlfühlen. Okay für dich die Routine? Ja, super. Am besten regelmäßig machen, wie du auch zu Hause. Und wenn du Lust auf weitere Routinen hast, dann klicke dort. Du wirst ganz viele tolle Sachen finden und du wirst dich immer wohler fühlen. Davon gehe ich aus.